Benvenuti a tutti! Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es geht heute ein wenig italienischer und performanter vor sich, denn ich stelle euch das Unternehmen Ferrari vor. Und zwar das Unternehmen an sich, was das Unternehmen so besonders macht und von anderen Autoherstellern abhebt. Ich werde euch die Abläufe im Geschäft zeigen, wie Ferrari eigentlich das meiste Geld verdient, in welchen Prozessen sie unterwegs sind, in welchen Segmenten und was sie auszeichnet. Und zu guter Letzt natürlich noch das Management vorstellen, um euch zu zeigen, welche Mitglieder des Managements denn für Ferraris Performance auf der Straße und auch am Aktienmarkt verantwortlich sind. Also, viel Spaß dabei! Ein kleiner Disclaimer vorab, bevor es so richtig losgeht. Ich gebe hier auf meinem Kanal weder Kaufs- noch Verkaufsempfehlungen und ihr seid selber dafür verantwortlich, wie ihr mit meinen Informationen umgeht und was ihr mit eurem Geld macht. Ferrari ist ein italienisches Unternehmen, jedoch an der Börse in den Niederlanden gelistet. Der Hauptsitz, der befindet sich in Maranello, das ist in der Nähe von Modena. Ferrari nennt ihr Leitbild nicht Leitbild, sondern die Ferrari DNA. Und die geht so. Nata dallo spirito delle competizioni, Ferrari incarna la potenza di una passione, senza fine, e la bellezza della realizzazione umana, che non conosce limiti, creando icone senza tempo per un mondo in continua evoluzione. Ja, das war jetzt ein wenig italienisch zum Wachwerden. Auf Deutsch übersetzt heißt das Ganze: Geboren aus dem Geist des Rennsports, verkörpert Ferrari die Kraft einer grenzenlosen Leidenschaft und die Schönheit menschlicher Schaffenskraft ohne Grenzen und erschafft zeitlose Ikonen für eine sich stetig wandelnde Welt. Sie streben danach, einzigartige Sportwagen herzustellen, die auf Innovation, italienischer Handwerkskunst und Leistung basieren. Im Zentrum stehen dabei Exklusivität, Emotionen und Qualität, sowohl für die Straßen als auch im Rennsport. Und Ferrari will nicht nur Autos bauen, sondern automobile Kunstwerke, die das Herz der Kunden höher schlagen lassen. Die 3 Werte, Team und Menschen, Tradition, aber auch Innovation und Leidenschaft und Resultate sind ihnen dabei besonders wichtig. Und in ihrer Vision streben sie an, die begehrenswerteste Sportwagenmarke der Welt zu sein und dadurch eine besondere Exklusivität zu haben. Denn sie möchten sich am Markt nicht über Volumen, sondern über die Einzigartigkeit etablieren. Und auch die Marke an sich und die Emotionalität zur Marke steht dabei stark im Fokus. In ihren Zielen leiten sie das nochmal ganz konkret ab und streben zum Beispiel Wachstum auf Augenmaß an. Damit ist gemeint, sie möchten keine Massenproduktion produzieren, sondern nur limitierte Stückzahlen zur Wartung der Exklusivität hervorbringen. Sie streben auch nach hoher Profitabilität und nach guten Kennzahlen, vor allen Dingen in der Eigenkapitalrendite, dem ROIC und auch hohe Gewinnmargen. Sie möchten auch verstärkt hybride Modelle und Elektromodelle fabrizieren, aber ohne dabei die Seele der Marke zu verlieren. Und über den Motorsport, über Lifestyle-Produkte und Kundenerlebnisse in Zusammenhang mit der Marke Ferrari soll auch die internationale Strahlkraft der Marke weiter gestärkt werden. Und auch das Thema Nachhaltigkeit steht auf ihrer Agenda, denn bis zum Jahr 2030 streben sie an, CO2-neutral zu sein in der Produktion. Und des Weiteren streben sie auch nach nachhaltigen Lieferketten, also nach nachvollziehbaren Lieferketten und nachhaltigen Materialien. Ja, dann schauen wir uns doch jetzt mal an, welche Modelle Ferrari in der nahen Zukunft, also dieses Jahr und auch nächstes Jahr, auf den Markt bringen will, um euch noch mal kurz einen Einblick in die Modellwelt zu geben. Ja, hier sehen wir den F80. Der hat einen 3 Liter V6 Biturbo-Hybridantrieb und 3 Elektromotoren zusätzlich. Er kommt auf 1200 PS und erreicht in 2,15 Sekunden 100 km/h. Wenn ihr allerdings überlegt, euch einen zu kaufen, dann seid ihr zu spät, denn der war limitiert auf 799 Stück, die bereits alle ausverkauft sind. Aber vielleicht wäre der hier ja auch was, nämlich der Dodici Cilindri Spider. Der hat 6,5 Liter mit einem V12 Saugmotor, also ein Verbrenner. Der hat nur 830 PS, nur in Gänsefüßchen, und soll an den 365er GTB4 Daytona erinnern. Dann soll noch der neue 296er Speciale auf den Markt kommen.
Das ist eine überarbeitete Version des 296 GTB mit einem Drag-Focus für den Hybrid V6. Der hat 868 PS und 20% mehr Antrieb als das Basismodell. Und der hier ist noch ein bisschen schnittiger, das ist der SF90 Stradale. Das ist der Nachfolger vom alten SF90 und hat den Codenamen 499 GTB. Und der hat 1000 PS. Damit kommt man also auch ganz gut voran. Und ansonsten, was den Bereich der Straßenfahrzeuge angeht, plant Ferrari auch den Bau von reinen Elektroautos. Dazu haben sie ein ganz neues Werk geschaffen am Hauptstandort in Maranello, in dem nur E-Fahrzeuge fabriziert werden sollen. Und dieses Jahr im Oktober in einer Preview vorgestellt werden. Deswegen ist auch noch nicht genau bekannt, wie die aussehen oder welche technischen Merkmale sie aufweisen. Ich nehme mal an, die werden recht schnell sein, aber man weiß halt noch nichts Konkretes. Ist noch nichts veröffentlicht. Ja. Und 26 soll dann die Markteinführung der neuen Elektroautos stattfinden. Bei den Straßenfahrzeugen setzt Ferrari auf zwei verschiedene Typen von Autos. Das eine sind die streng limitierten Sondermodelle, wie zum Beispiel der F80, der nur auf 799 Exemplare limitiert wird. Und zum anderen haben sie halt die Serienmodelle, für die es per se keine feste Stückzahl als Limitierung gibt. Jedoch limitiert Ferrari hier einfach den Markt durch eine begrenzte Produktionskapazität. Sie wählen auch die Kunden explizit aus, die einen Ferrari bekommen. Es gibt auch Nachrückerlisten und sie achten halt immer drauf, dass sie weniger Autos produzieren, als sie Nachfrage haben. Somit verknappen sie den Markt, um die Autos exklusiver wirken zu lassen. Und dadurch, dass die Autos an Exklusivität gewinnen, wenn es einfach weniger davon auf dem Markt gibt und die auch schwierig zu bekommen sind, haben sie auch eine starke Preissetzungsmacht dadurch. Und auch das Wiederverkaufen der Autos ist dann hochpreisiger. Denn die Gebrauchtwagen, die verlieren einfach auch weniger an Wert, weil auch die eine Rarität sind. Wenn man ein Kunde werden will bei Ferrari und ein Fahrzeug erwerben möchte, muss man auch verschiedene Kriterien erfüllen. Man muss eine Kundenhistorie aufweisen können. Man muss quasi geeignet sein, ein Kunde von Ferrari zu werden und einen gewissen Status haben. Es gibt auch so Statusverfahren wie Preferred Client, wo man als Kunde erstmal reinkommen muss. Die Margen sind deswegen auch hoch, weil sie einfach die Autos zu viel höheren Preisen verkaufen, als sie eigentlich Produktionskosten dafür haben. Und diese Preise können sie am Markt auch nehmen, weil sie einfach die Marke als Image auch verkaufen. Die Kunden zahlen nicht nur für die Technik, sondern auch für Status. Ich habe euch hier als Beispiel nochmal eine Tabelle eingeblendet der limitierten Modelle, die es gab, so im Verlauf der Geschichte. Das Modell LaFerrari zum Beispiel war auf 499 Coupés und 210 offene, also Cabrios beschränkt und wurde nur für Top-Kunden überhaupt zugänglich gemacht. Der Ferrari Enzo wurde auf 400 Stück limitiert. Der F50 auf 349, der F40, den gab es ein wenig häufiger, den durften sogar 1315 Kunden kaufen. Der Monza SB1 und SB2 war auf ca. 499 beschränkt, und so weiter. Ganz, ganz limitiert war der Ferrari F60 America, der war nur auf 10 Stück beschränkt. Und der Ferrari Sergio, der war am schwierigsten zu bekommen, denn der wurde nur sage und schreibe 6 Mal verkauft. Ja, da sieht man wirklich, also manche Ferraris, die verlieren dann auch nicht an Wert. Wenn man so einen bekommen will, muss man da immer noch einiges an Geld hinlegen und sehr viel Glück haben, um an solch ein Fahrzeug zu gelangen. Ja, neben der Strategie der Limitierung, um die Exklusivität zu wahren, führen sie auch ein starkes Individualisierungsprogramm durch für Kunden, die ihr Auto noch exklusiver gestalten wollen, als es so schon ist. Das höchste Maß an Individualisierung erreicht man durch das Ferrari Tailor-Made-Programm. In diesem Programm reist man nach Maranello, um dort mit einem Ferrari-Designer zusammen sein eigenes Auto zu designen. Man ist quasi dabei, sich selbst ein Unikat zusammenzustellen
um eine Stoffauswahl zu treffen und jetzt nicht nur aus einer Palette an verfügbaren Stoffen, sondern man kann sich auch individuell einen Stoff aussuchen, der mal vor X Jahren in Modellnummer Y produziert wurde und sich so eine ganz individuelle Note in diesem Auto auch schaffen. Und jedes Fahrzeug, was über dieses Tailor-Made-Programm produziert wird, wird auch zertifiziert und dokumentiert, sodass sichergestellt ist, dass es sich um ein ganz einzigartiges Exemplar und damit um ein Unikat handelt. Eine etwas abgeschwächte Variante davon ist das Atelier-Programm. In dem Fall kann der Kunde das entweder auch in Maranello durchführen oder oder bei einem der zertifizierten Händler, die so ein Programm halt durchführen dürfen. In dem Fall darf man sich auch noch erweiterte Farben, Felgen, Sitze, Nähte aussuchen. Also das geht auch schon über die Standardkonfiguration hinaus. Und man wird auch beraten, kriegt Muster zur Hand, hat einen 3D-Konfigurator, um das Ganze auch mal ein wenig plastischer zu betrachten, ja, und kann optional noch einen Werksbesuch dazu machen. Durch die Individualisierung können die Ferraris schnell nochmal einen Aufpreis von 20-30% haben. Das ist natürlich nochmal eine schöne Margensteigerung. Ja. Und die Kunden fühlen sich auch durch ihr selbst zusammengestelltes Unikat im Coworking-Erlebnis auch stärker an die Marke gebunden. Und ihr Auto kommt ihnen halt noch exklusiver auch vor. Es ist ja auch letztendlich ein Unikat und damit auch ein Sammelstück. Ferrari verdient aber nicht nur beim Verkauf von Neuwagen und bei der Individualisierung, sondern auch später noch, wenn das Auto bereits am Markt ist, dann hat man erstmal einen 7-jährigen Wartungsvertrag und die Wartung inkludiert. Danach fallen aber halt Wartungskosten an und die können bei so einem Ferrari auch ganz schön teuer sein. Auch bei Ersatzteilen ist ihnen wichtig, dass die Kunden in ihren Autos original Ferrari-Ersatzteile verbauen, weil es erstmal dazu beiträgt, dass man die Qualität im Griff hat und das Auto natürlich auch den Wert behält. Und auch den Gebrauchtwagenmarkt selber möchten sie überwachen, indem sie Gebrauchtwagen auf ihrer eigenen Homepage auch anbieten und zeigen, bei welchem zertifizierten Händler dieses Fahrzeug auch zu haben ist. Diese Gebrauchtwagen landen dann in ihrem Ferrari Approved Programm, das heißt, das sind wirklich genehmigte, geprüfte Gebrauchtwagen, die zertifiziert sind, dass sie den Ansprüchen genügen, um auf der Ferrari Homepage auch angeboten zu werden. Und diese Händler müssen natürlich auch von Ferrari zertifiziert sein. Ja, Ferrari ist ja auch bekannt für seine lange Tradition in der Formel 1. Die Teilnahme an der Formel 1 hat 2 entscheidende Gründe. Erstens soll die Marke dadurch gestärkt werden und zweitens wird Ferrari auch direkt monetarisiert dadurch. Denn sie bekommen zum einen Preisgeld und Boni ausgezahlt. Es gibt die Konstrukteursprämien, die sind abhängig von der Platzierung im Rennen. Dann gibt es aber auch noch einen historischen Bonus, weil sie der längste Teilnehmer sind in der Formel 1. Der ist einfach unabhängig vom Erfolg und wird einfach dafür gezahlt, dass sie an der Formel 1 teilnehmen. Und es gibt noch Vertragsprämien als Charterteam. Ja. Dann verdienen sie aber auch noch durch Sponsoring und Partnerschaften, denn durch Werbung auf den Trikots und den Autos der Fahrer nehmen sie noch Werbeeinnahmen ein. Genau. Und dort haben sie auch mehrjährige Werbeverträge und das geht auch in die Millionen, was sie damit verdienen. Und sie haben natürlich auch jede Menge Merchandising-Artikel für die Formel 1, also so kleine Rennwagen hier oder auch T-Shirts, Cappies, alles Mögliche, was man so an Merchandising auch kaufen kann. Und darüber hinaus verdienen sie auch noch an Lizenzen, weil zum Beispiel Spielehersteller auch Games mit Rennwagen produzieren und immer wenn dann dort ein Ferrari ausgewählt werden kann, dann muss dieser Spielehersteller auch Lizenzgebühren zur Nutzung der Marke Ferrari an Ferrari zahlen. Ihnen ist auch wichtig, eine hohe Kundenbindung und eine starke emotionale Bindung der Kunden an die Marke zu gewährleisten. Sie möchten mit ihren Autos auch ein Lebensgefühl vermitteln und die Leute sollen sich einer Gruppe zugehörig fühlen. Deswegen haben sie eine starke Community, die sie aufbauen und wo sie die Menschen auch zusammenführen. Das findet über Events statt, über exklusive Veranstaltungen an Rennstrecken, Corse Clienti zum Beispiel,
Es gibt exklusive Fahrerlebnisse, die Pilota Ferrari. Es gibt Track Days, wo die Kunden eingeladen werden und sogar Reisen, wo Kunden eingeladen werden und Events für die Autobesitzer. Und wenn die Kunden halt sich einer Community zugehörig fühlen, dann steigert das auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie der Marke einfach treu bleiben, weil sie ja eine stärkere Bindung auch an die Marke haben. Sie haben dort Freunde gefunden oder zumindest Teilnehmer der Community, die auch einen Ferrari fahren und sich deswegen auch da irgendwo in einer Gruppe zugehörig fühlen. Durch diverses Merchandising verdienen sie auch noch zusätzlich Geld, nicht nur in der Formel 1, sondern auch andere Spielzeug-Ferraris, Cappies, generell Produkte, auf denen die Marke auch verzeichnet ist. Daneben haben sie aber auch noch Markenlizenzen, die sie vergeben für Artikel aus der Kleidungsbranche, zum Beispiel Hosen, Jacken, T-Shirts und so weiter, aber auch für andere Luxusgegenstände wie Uhren, Brillen und so weiter. Und neben den Lifestyle-Produkten haben sie sogar 2 Themenparks. Einen richtig großen in Abu Dhabi mit der schnellsten Achterbahn der Welt. Die sieht man jetzt hier im Hintergrund auf dieser Folie. Und daneben noch das Ferrari-Land in Barcelona. Das ist allerdings nicht ganz so groß wie das in Abu Dhabi. Und um die Marke Ferrari noch erlebbarer zu machen, aber auch noch ein kleines Zusatzgehalt zu verdienen, gibt es auch in Maranello und in Modena Werksführungen und ein Museum. In Maranello zum Beispiel, da war mein Freund jetzt erst mit einer Gruppe und die haben zuerst das Museum besichtigt und sind dann mit einem Bus auch auf dem Werksgelände rumgefahren, haben sich mal das Werk angeschaut, die Produktion so ein bisschen, verschiedene Modelle waren dort ausgestellt, war wohl ganz interessant. Ja, jetzt haben wir ein paar Strategien kennengelernt, die Ferrari anwenden, um ihre Exklusivität zu wahren, um die Kundenbindung zu steigern und ihre Margen zu erhöhen. Jetzt schauen wir mal, wie viel Umsatz sie damit eigentlich alles erwirtschaften können und wie sie ihre Segmente auch untergliedern. Los geht's! Der weitaus größte Umsatzanteil macht der Bereich Fahrzeuge und Ersatzteile aus, nämlich 85,7%. Dazu gehört das ganze Geschäft rund um die Straßenfahrzeuge. Das heißt der Verkauf von neuen Fahrzeugen, entweder Serien- oder Sondermodelle, der Bereich der Individualisierung, aber auch die Ersatzteile, Zubehör und Wartung und Service. Dann haben Sie das zweite Segment, Sponsoring, Kommerz und Marke. Das macht tatsächlich nur 9,6% des Umsatzanteils aus. Da hätte ich jetzt eigentlich mehr erwartet, aber es sind tatsächlich über alle diese Bereiche hinweg nur 9,6% und das umfasst sowohl alle Einnahmen durch Formel 1, also die ganzen Preisgelder, TV-Rechte, Sponsoring, Gelder und so weiter, das Merchandising, die Kleidung und die Markenlizenzen für Games und Modellautos und die Mode und auch die Stores. Das alles zusammen macht nur 9,6% vom Umsatz aus. Und ganz geringfügig ist auch der Anteil an sonstigen Aktivitäten, wozu die Rennstrecken gehören, wie die in Mugello, die Kundenevents, die durchgeführt werden, die Track Days, der Museumsbetrieb und die Werksführungen, diverse Finanzdienstleistungen wie Leasing und auch die Freizeitparks. Das ist alles nicht so richtig viel Umsatzanteil, der darauf abfällt. 2,5%. Ja, und der kleinste Anteil am Geschäft, das machen die Motoren aus, denn bis zum Jahr 2023 haben sie auch Motoren für Maserati gefertigt und Mietmotoren für die Formel 1 Kundenteams, beziehungsweise das machen sie immer noch, Motoren für den Motorsport und auch Engineering und Support. Ja, wenn man in einem Unternehmen starke Visionen und Ziele anstrebt, braucht man natürlich auch ein starkes Management, was sich für die Durchsetzung der Strategien auch einsetzt und das Unternehmen in die richtige Richtung lenkt. Deshalb werde ich euch jetzt nochmal das Management der Ferrari vorstellen. Ja, John Elkann ist der Executive Chairman. Er ist der Strippenzieher hinter den Kulissen. Als Erbe der Agnelli-Dynastie und CEO von Exor hält er die Zügel bei Ferrari halt fest in der Hand. Seit 2018 ist er schon im Vorstand und seit 2024 Executive Chairman. Und der steht für Kontinuität, Kontrolle und auch strategische Weitsicht, die halt Ferrari über Jahrzehnte lang prägen soll. Der CEO, also diese beiden Rollen sind hier nochmal getrennt.
ist Benedetto Vigna. Der ist Physiker, Visionär und Tech-Pionier. Der kam 2021 von STM Microelectronics und hat Ferrari eine neue Richtung gegeben in Richtung Elektrifizierung, Software und Zukunftstechnologie. Ja. Und mit über 100 Patenten bringt er nicht nur Know-how, sondern auch echten Innovationsgeist mit ins Unternehmen. Der Vize-Vorstandsvorsitzende, also der Vize-Chairman, ist der Sohn von Enzo Ferrari. Das ist nämlich Piero Ferrari. Und der ist noch der einzige Sohn des Gründers und hält selber über 10% der Anteile. Und er ist halt nicht nur symbolisch mit dem Unternehmen verbunden über den Namen, sondern auch wirtschaftlich eng verbunden. Und er verkörpert in dem Fall auch die Familienzusammengehörigkeit. Der verbindet Tradition mit technischem Wissen und steht für die Seele der Marke. Und eine für uns Aktionäre sehr wichtige Rolle hat ja immer der Chief Financial Officer, der CFO. In dem Fall ist es Antonio Picapicon. Der wacht über die Finanzen Ferraris. Er ist für die Bilanz, die Kapitalallokation und die Profitabilität auch zuständig. Der ist seit 2018 da und sorgt, dass bei Ferrari nicht nur das Design glänzt, sondern auch die Zahlen. Und bei einem so markenstarken Unternehmen wie Ferrari ist auch der Chief Marketing Officer oder in dem Fall sogar der Chief Marketing und Commercial Officer sehr wichtig, denn der weiß halt, wie Ferrari auch verkauft werden kann. Der steht hinter Marketing und Vertrieb, also Enrico Galliera heißt er. Er hat Ferrari auch als Luxusmarke neu positioniert, die Exklusivität zur Kunstform gemacht und dafür gesorgt, dass die Nachfrage stets größer bleibt als das Angebot in den letzten Jahren. Seit 2010 ist er nämlich schon bei Ferrari. Ernesto Lasalandra ist der Chief Research und Development Officer. Der ist also zuständig für die Forschung und Entwicklung. Das ist bei Ferrari kein Randthema, sondern auch Herzstück. Ernesto Lasalandra, der war früher bei ST Micro und bringt auch Hightech-Know-how mit ein und treibt Projekte voran, die Ferraris Leistungen und auch die Effizienz in eine neue Ära katapultieren können. Und der letzte hier auf der Präsentation ist Gianmaria Fulgenzi. Das ist der Chief Product Development Officer und damit für die Produktentwicklung bei Ferrari verantwortlich. Der verbindet halt Innovation mit Perfektion und der hat auch tiefe Wurzeln im Unternehmen und kennt jedes Bauteil. Der sorgt dafür, dass jede neue Modellgeneration den Namen Ferrari nicht nur verdient, sondern ihm halt auch gerecht wird. Weitere Rollen in der Führungsebene, die jetzt hier nicht mit drauf sind, aber die auch ganz interessant sind zu wissen. Es gibt zum einen Delphine Arnault. Das ist die Tochter von Bernard Arnault, dem Chef von LVMH. Denn Luxus ist ihr Tagesgeschäft und genau, sie bringt Verständnis für exklusive Marken mit. Und sie ist auch CEO von Christian Dior Couture und deswegen auch in der Luxusbranche vernetzt und hilft Ferraris Luxusstrategie damit auf das nächste Level. Und außerdem ist dann auch noch Francesca Bellettini mit in der Führungsebene. Die ist CEO von Yves Saint Laurent und kennt sich damit auch mit Branding und Wachstum und so aus und ja, bringt auch ihr Luxus-Know-how mit ins Unternehmen ein. Aber nicht nur Erfahrungen in der Luxusbranche sind scheinbar von Vorteil, um bei Ferrari zu arbeiten, sondern auch Erfahrung bei Apple. Denn dann haben wir noch Eduardo HQ. Der war vorher bei Apple Top-Manager und verantwortlich für die Services wie iCloud, Apple Music und noch mehr. Und der hat halt ein tiefes Verständnis für User Experience, für Ökosysteme und digitale Transformation und ist halt ein echter Zukunftsdenker und damit auch für den technischen Fortschritt von Ferrari von Nutzen. Es sind noch ein paar mehr Leute in den Führungsebenen, sieht man aber auch auf der Homepage. Ich wollte jetzt nicht alle hier aufführen. Es gibt auch noch Positionen wie der Rechtsvorstand und so weiter, aber für ein Video, was ja an Aktionäre und interessierte Marktteilnehmer gerichtet ist, da sind die Rollen halt nicht ganz so wichtig wie die jetzt hier aufgeführten für mich, aber diese Leute leisten bestimmt auch alle großartige Arbeit. Das wollte nur mal gesagt sein. Ja, damit wären wir auch schon am Ende meines Videos angekommen, dem Teil 1 der Ferrari-Unternehmensvorstellung. Es wird bald ein Folgevideo geben zu Ferrari, in dem ich euch anhand einer Fundamentalanalyse diverse KPIs vorstelle, wie profitabel die Ferrari denn eigentlich so wirtschaften, wie viel PS sie nicht nur auf der Straße, sondern auch in der Finanzwelt an den Tag legen. Ein paar Bewertungskennzahlen zeigen, wie sie am Markt gerade bewertet sind, wie sicher ein Investment in dieses Unternehmen denn wäre
und dann noch eine Wettbewerbsanalyse durchführen mit ein paar Wettbewerbern. Wird ganz interessant, wen ich da so alles gefunden habe. Und am Ende noch in einer abschließenden SWOT-Analyse auf Basis der beiden Videos die Stärken, Chancen, Schwächen und Risiken der Ferrari zusammentragen. Also seid gespannt, folgt mir gerne, wenn es euch gefallen hat und lasst mir ein Like da. Und falls ihr euch nicht nur für die Ferrari interessiert, sondern auch für Fahrzeuge, die den Berg hinauffahren können und in der Luft schweben können, dann schaut euch gerne mein Video zur Jungfrau-Bahn Holding an. Die habe ich nämlich auch ordentlich auseinandergenommen und deren Geschäftsprozesse hinterfragt und geschaut, womit die Jungfrau-Bahn eigentlich das meiste Geld verdient. Ja, habe ich euch jetzt hier verlinkt. Also, bis dann, macht's gut, danke fürs Zuschauen und ciao, ciao!